Hallo und herzlich willkommen zurück zu Da Vincis Haus 3. Okay. Ah! Okay. Ah, okay. Gut. Lieber Giacomo? Noch einmal, es tut mir leid für die Prüfung, die du gerade bestanden hast. Sie waren notwendig, denn wir können uns es nicht leisten, so überrascht zu werden wie in Sacra di San Michele. Wenn du darüber nachdenkst, wird es dich nicht überraschen, dass Luca Pacioli und ich in Rom sind. Rom ist eine riesige Stadt und einige ihrer wenigen schönen Viertel sind ideal für Leute, die nicht gesehen werden wollen. Vor allem, wenn diese Beobachter überall sein könnten. Der Besitz der Barackensiedlung in Rom ist aus mehreren Gründen wichtig für uns, aber mehr erzähle ich dir persönlich. Du findest uns in dem Gasthaus namens die kahle Dame. Sei vorsichtig. Ich freue mich darauf, dich wiederzusehen. Vergiss nicht, die Chronik mitzubringen. Du weißt am besten, wo du sie aufbewahrst. Ja. Haben wir das abgeschlossen? Nein, anscheinend noch nicht. Müssen wir hier noch irgendwie was machen? Ja, aber wo bewahre ich denn die Chronik auf? Eigentlich richtig schön hier. Was sollen wir jetzt mit dem Kelch machen? Teil eines produzierten Kelches. Ja. Ja, ich bin geistig verwirrt? Fragezeichen? Können wir jetzt noch irgendwas großartig machen? Weil ich glaube, wir haben tatsächlich alles durch, oder? Weil es läuft alles. Das Wasser ist da. Wir haben das, was wir wollten. Es ist an der Zeit, Leonardo zu folgen. Aber ich darf das Buch nicht vergessen. Wo haben wir denn das Buch hingepackt? Warte mal, wo habe ich denn das Buch hingepackt? Wir haben doch da ein Buch rausgeholt, oder? Ah, ja. Genau, ich weiß wieder, wo das Buch ist. Ja, das kommt davon, wenn man dann auch schon lange nicht mehr spielt. Dann passiert sowas. Jetzt brauchen wir das Buch. Wir brauchen das Buch. Danke. Passiert jetzt wieder irgendwas? Das ist wieder hinter uns her. Okay. Was war das? Ja, hier ist es. Ja. Firenze, Roma. Die kahle Dame. Kapitel spielen. Ich bin gespannt wie Bolle. Ja, dann sieh auch mal zu hier. So viel haben musst du jetzt noch nicht. Spielen, danke. Oh. Au. Okay.
Okay. Ratten! Ih, von Teufel. Sein. You, Giacomo. They waiting for you upstairs. Danke. Begnege her. Bin ich jetzt niedergeknüppelt? Da sind... Don't worry. Don't keep them waiting. Da... Der lässt gleich Leute rein. Ich muss den finden, sollte die Etage durchsuchen. Tür ist verschlossen. Okay. Wir gucken erstmal. Tür ist verschlossen. Natürlich ist die Tür verschlossen. Moinsen. Tell me, what do you think about all this? Giacomo! God Giacomo. be praised. I knew you could do it, but I was still worried. Warum guckst du links an uns vorbei? Rechts. Bring the chronicle. Bitte schon, Meister. We were successful after all. Okay. Just as I hoped. The Die ganze chronicle Geschichte records ist the whole history of Geheimnisorden this auf. secret order. This Ordo Justitalis. I will need a moment to find what we are looking for, but this is immensely interesting. I should probably Okay. introduce you. Next to me stands my great friend and advisor. I owe much to him and consider him the most erudite friar in the whole clergy. Honorable Luca Bartolomeo Pacial. Bartolomeo. Don't exaggerate, Leonardo. You underrate my brothers. That is not my intention, but it is still my opinion. And before us is my disciple and assistant, about whom I Doctor, have spoken Meister. so much. A man possibly brought to me by fate itself to help me carry the weight of my burden. Messer Giacomo Andrea de Ferrara. I greet you, Giacomo. Please, don't blame Leonardo for his bluntness. He couldn't wait to read the chronicle. Ja, I'm das glaube sure ich. you've noticed that when he gets like this, there is no talking to him. Sit down, have a bite. You must be tired after your journey. We have a veritable feast here. Vegetables, pastries, fruit. More vegetables. Well, your master isn't the funnest person in the world, but you surely noticed that as well. Luca makes fun of me often, but this time I'm really not able to find out where the point is hiding. He would do better to focus on real problems. See? Just like I said. But seriously, real problems. I'm sure Leonardo told you how, once upon a time, he met Caesar Borgia with members of a secret society. They brought fragmented plans for some strange machine and asked him to construct it for them. Du hättest auch At den first, Joker they spielen agreed, können. But when he found out what a terrible weapon the machine could become, he decided not to give it to them. I Du see. hast voll den komischen There can be Mund. no more doubt. The secret society was indeed Ordo Justitalis. They also had plans for the time machine, however incomplete, because in the past they had a similar time machine. So why did they need my help? Either way, in the end, Ordo Justitalis took the machine from the Tower of Badia Fiorentina. Shortly after Leonardo used it, and just moments after you did as well, Giacomo, when you tried to save your very life from the half-crazed Borgia who took your glove before you came to? I wonder what the story was with the Duke. Ja, voll die komischen Deppen. When they came with the plans, he Das seemed sieht to so have gruselig a aus. position of power within the Order, but after your escape to Florence, they didn't cooperate at all. Ich kann mich nicht auf den Text konzentrieren. Thank Providence for, because until Ordo Danke. Justitalis obtains one of the gloves, they can't use the machine, even if they are able to reconstruct it. Aha! Here, right at the end of the chronicle. But the year 1465 after Christ came.
And for the order of the justice, the world was never the same. During that event, their time machine, which they'd called the Gate of the Temple of Wisdom, must have been damaged. That is why they needed my help. So, to summarize, the Order took Leonardo's time machine, and we don't know where. Borgia took Giacomo's glove, and we don't know where. At least, we still have the one Leonardo came with, which is broken. Seriously, gentlemen, and I say this as your friend, you should start looking after your things. That would be an excellent analysis, Lugo, if not for the sarcasm and one small mistake that I will correct in a moment. But before that, could you give me the glove? Here it is. Pretty, but broken. Fortunately, that does not matter at all. There is one thing I haven't told you yet, my friends. Ja. When Borgia came to me all those years ago, he had not only those incomplete plans to build a time machine, but also 3 ampules with a strange liquid. I don't know where they came from, but they react to open the gate of time. Thanks to them, I can determine where the gate should take us. An ampule is set in each glove, and one in the Oculus Perpetua. Each of them, when set correctly, will allow us to jump through the gate a maximum 15 years in time. This means that if we wanted to get travel back to the original time machine in the year 1465, 45 years in the past, we would need all 3 of them. So you insist that we need to destroy the original time machine? Completely wipe it from history? No matter the risk, no matter how hard it might be? As long as the Order has the plans and the will to use it, mankind will never be Das so eine safe gute from the Idee invention. ist. I regretted having started working on the time machine, but what do you think would have happened if I had sent them away? I suppose they would try to find someone else? But I'm sure that nobody else would be able to finish it with such incomplete plans. Perhaps, perhaps not. But if not now, then what about in a year, 10 years, 1,000 years? Sooner or later, someone would do it. All it would take would be one moment of weakness and a great deal of naivety or bad intentions, and the world as we know it could cease to exist. No, my friend, trust me that there is no other way. The machine should never have been in human hands. You are right, Leonardo. I know you have thought about it for a long time, and I trust that your decision is not made lightly. I think I can speak for the both of us when I say that we stand behind you. Well, I think it is high time that we told Giacomo the whole truth about why we met here. All right. It is true that we don't know where the time machine is, but we know how to get the 3rd ampule because Borgia will surely keep the glove close. And we do know where he is hiding. Okay. Und wir können ihn nur besorgen, richtig? Right there, just across the street, in the tall building. You couldn't have found a better hiding spot. No normal person would step foot in this neighborhood. Marco was rather surprised when he saw him here. Marco is the jolly man who welcomed you downstairs. He has a Fröhliche Mann. lot of friends around, and they learned that Borgia's hideout is very well prepared for uninvited guests. But right next to it is a burnt pub. Perhaps it would be possible to get inside through that. Just Vielleicht. before you arrived, Marco informed us that Borgia left. We have a unique opportunity to get in and take the glove. Giacomo, out of all of us, you are best suited for this task. We leave it in your hands. Be careful. Ja, toll. Wundervoll. Abgeschlossen. Schließt das 3. Kapitel ab. Okay, gut. Danke. Ich weiß aber nicht, ob uns das so gut gefällt im gerade Moment. Und er hatte so einen komischen Mund. Komisch. Der hätte auch den Joker spielen können. Ja. Ah ja. Da ist ja ein Batman. Das ist so dunkel.
Ich sehe überhaupt nichts. Okay, können wir hier irgendwas... Hey. Okay, ich bin verwirrt. Sichtig? Verwirrt? Okay, hier können wir anscheinend noch nichts machen. Jetzt ist besser, jetzt sehe ich auch wieder was. Okay. Können es aber auch nicht umdrehen und irgendwas anderes anklicken. Also... Was genau müssen wir jetzt hier finden? Der Boden ist im Ski, jetzt wäre es so gefährlich, dorthin zu laufen. Also müssen wir hinfliegen? Oder wie, oder was? Fliegen können wir nicht, also... Ah, natürlich. Okay. Hui. Da muss ich ja schon irgendwas reinstecken. Ah, okay. Dann machen wir das jetzt. Ah, okay. Supi. Können wir das jetzt wieder drehen? Können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Scheint ja nicht. Oh, moin. Bin doch nur ein Nachbar, so vorsingen. Ach, du ahnst es nicht. Was ist das denn? Keeper. Oh. Okay, ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, was zum Henker wir hier eigentlich machen sollen. Aber anscheinend geht das hier alles irgendwie nicht. Ist das eine Waffe? Oh, okay. Ah, hallo, lieber Sohn. Ich bin zufrieden mit deiner Führung und päpstlichen Armee und freue mich über das diplomatische Geschick, mit dem du es geschafft hast, die Armee der französischen Königs in deine eigene zu integrieren. Das wird in kommenden Tagen sehr wichtig sein. Die Zeit für unsere
Souveränes Gebiet. Ja, toll. Kontrolle über die Fotos. Ja. Nein. Okay, wir haben jetzt einen Backen gekriegt. Bin mir auch nicht so sehr, was das... Okay, das kann man irgendwo ranhängen. Das da oben vielleicht? Das sieht doch gut aus. So viel Technik hier. Alles klar, ihr Lieben. Das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.